Guten Morgen, Maria. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Herr Becker. Mir geht es ganz gut, danke. Und Ihnen? Danke, mir geht es auch gut. Was führt dich heute zu mir ins Büro? Ich wollte mit Ihnen über etwas Wichtiges sprechen. Es geht um einen Klassenkameraden. Oh, das klingt ernst. Um wen geht es denn? Es geht um Lukas aus meiner Klasse. Ich glaube, er wird gemobbt. Das tut mir leid zu hören. Was hast du denn genau beobachtet? In der Pause lachen viele Schüler über ihn. Sie sagen gemeine Sachen und nehmen ihm manchmal sein Pausenbrot weg. Hast du gesehen, wer das macht? Ja, meistens sind es Tim und Jonas. Sie machen oft Witze über Lukas Kleidung. Und wie reagiert Lukas darauf? Er sagt meistens nichts und schaut traurig. Manchmal geht er einfach weg. Hast du schon mit Lukas darüber gesprochen? Ja, ich habe ihn gefragt, ob alles okay ist. Er wollte aber nicht viel sagen. Das ist verständlich. Es ist oft schwer, darüber zu sprechen. Hast du noch mehr bemerkt? Ja, im Unterricht werfen die Jungs ihm Papierkugeln zu. Die Lehrerin hat das leider nicht gesehen. Ich verstehe. Wie lange passiert das schon? Ich glaube, das geht seit ein paar Wochen so. Es wird immer schlimmer. Hast du mit anderen Mitschülern darüber gesprochen? Nur mit Anna. Sie hat es auch gesehen und findet es schlimm. Das ist gut, dass ihr darüber redet. Habt ihr versucht, Lukas zu helfen? Ja, wir haben uns in der Pause zu ihm gesetzt, aber die anderen Kinder haben dann noch lauter gelacht. Ich finde es mutig, dass du mir davon erzählst. Hast du Angst, dass es dir auch passieren könnte? Ein bisschen. Aber ich finde, es ist wichtig zu helfen. Das stimmt. Du hast richtig gehandelt. Hast du vielleicht Ideen, wie wir Lukas helfen können? Vielleicht könnten Sie mit Tim und Jonas sprechen oder mit der ganzen Klasse. Ja, ich werde zuerst mit Ihnen reden und dann überlegen, wie wir das Thema in der Klasse ansprechen. Glauben Sie, das hilft? Ich habe Angst, dass Sie dann noch gemeiner werden. Ich werde vorsichtig sein und niemanden bloßstellen. Wir müssen das Problem lösen. Können Sie vielleicht auch mit Lukas reden? Vielleicht fühlt er sich dann besser. Ja, ich werde ein Gespräch mit ihm führen. Er soll wissen, dass er nicht alleine ist. Das wäre gut. Ich glaube, er hat Angst, etwas zu sagen. Das ist oft so, aber mit Unterstützung kann er mutiger werden. Was soll ich machen, wenn ich wieder sehe, dass Sie ihn ärgern? Du kannst zu einem Lehrer gehen oder mir Bescheid sagen. Du musst nicht alleine helfen. Danke, Herr Becker. Ich wollte nicht, dass Lukas traurig ist. Du bist eine gute Freundin, Maria. Vielen Dank für deinen Mut. Ich hoffe, Lukas geht es bald besser. Das hoffe ich auch. Wir werden gemeinsam eine Lösung finden. Sagen Sie mir, wenn ich noch etwas tun kann. Natürlich, ich halte dich auf dem Laufenden. Danke, das beruhigt mich sehr. Du kannst immer zu mir kommen, wenn es Probleme gibt. Das ist nett. Manchmal ist die Schule schwer. Ja, aber wenn wir zusammenhalten, wird es leichter. Stimmt.
Ich rede auch mit Anna, dass sie aufmerksam bleibt. Sehr gut. Ihr seid tolle Schülerinnen. Danke, Herr Becker. Ich gehe dann wieder in die Klasse. Ja, danke nochmal, Maria. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch, Herr Becker. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Maria. Guten Morgen, Herr Bauer. Danke, dass Sie Zeit für mich haben. Guten Morgen, Frau Krause. Natürlich, ich helfe gern. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um meinen Sohn Tim. Ich mache mir Sorgen. Er ist in letzter Zeit oft traurig. Oh, das tut mir leid zu hören. Was ist passiert? Tim sagt, dass andere Kinder ihn in der Schule ärgern. Sie lachen über ihn und sagen böse Dinge. Das ist nicht gut. Seit wann passiert das? Er hat vor 2 Wochen davon erzählt. Aber ich glaube, es geht schon länger so. Hat Tim auch gesagt, wer ihn ärgert? Ja, er hat 2 Namen genannt. Es sind Kinder aus seiner Klasse. Ich verstehe. Wie fühlt sich Tim zu Hause? Er will oft nicht zur Schule gehen. Er ist stiller als früher und zieht sich zurück. Das ist verständlich. Haben Sie schon mit Tim über Mobbing gesprochen? Ja, ich habe mit ihm geredet, aber er hat Angst, dass es schlimmer wird, wenn ich etwas sage. Das höre ich oft. Kinder haben Angst, dass es schlimmer wird. Was können wir tun? Ich möchte Tim helfen. Wir nehmen das sehr ernst. Ich werde mit den Lehrern sprechen und die Situation beobachten. Können die Lehrer in der Klasse etwas machen? Ja, wir können mit der Klasse über Respekt und Zusammenhalt sprechen. Wird mein Sohn dann nicht erkannt? Ich möchte nicht, dass er noch mehr Probleme bekommt. Wir sprechen allgemein, ohne Namen zu nennen. Tim bleibt anonym. Das klingt gut. Kann Tim auch mit jemandem reden? Vielleicht mit der Schulsozialarbeiterin? Ja, das ist eine gute Idee. Ich kann einen Termin für Tim machen. Danke. Und was mache ich zu Hause? Wie kann ich Tim unterstützen? Reden Sie weiter mit ihm. Zeigen Sie ihm, dass Sie für ihn da sind. Soll ich auch mit den anderen Eltern sprechen? Am besten warten wir erst ab. Wir klären das in der Schule. Gibt es Regeln gegen Mobbing an der Schule? Ja, wir haben klare Regeln. Mobbing ist verboten. Was passiert mit den Kindern, die mobben? Sie bekommen eine Ermahnung und müssen mit mir sprechen. Bei Wiederholung gibt es Konsequenzen. Ich hoffe, das hilft. Tim hat Angst, dass er keine Freunde mehr hat. Wir helfen Tim, neue Freunde zu finden. Vielleicht kann er bei einer AG mitmachen. Das ist eine gute Idee. Tim mag Fußball. Dann sprechen wir mit dem Sportlehrer. Vielleicht kann Tim ins Fußballteam. Danke, Herr Bauer. Ich fühle mich jetzt etwas besser. Das freut mich. Wir kümmern uns um Tim. Wann sprechen Sie mit den Lehrern? Ich rede noch heute mit Ihnen. Sie bekommen morgen Rückmeldung von mir. Super, danke. Soll Tim heute zur Schule kommen? Ja, wir achten auf ihn. Die Lehrer wissen Bescheid. Und was, wenn es schlimmer wird? Bitte rufen Sie mich sofort an. Wir reagieren schnell.
Haben Sie Tipps, wie Tim stärker werden kann? Wir haben ein Programm zur Stärkung der Kinder. Tim kann daran teilnehmen. Das klingt gut. Wann beginnt das Programm? Nächste Woche. Ich melde Tim an. Vielen Dank. Kann ich noch etwas tun? Unterstützen Sie Tim. Sprechen Sie positiv mit ihm und loben Sie ihn. Das mache ich. Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? Wir informieren Sie, wenn wir mehr wissen. Sie sind nicht allein. Danke, das beruhigt mich sehr. Gern, wir sind für Tim da. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Hilfe, Herr Bauer. Keine Ursache, Frau Krause. Wir schaffen das gemeinsam. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Krause. Einen schönen Tag noch. Guten Tag, Herr Schneider. Danke, dass Sie Zeit für mich haben. Guten Tag, Frau Becker. Natürlich, ich habe immer Zeit für Sie. Wie kann ich helfen? Es geht um meine Tochter Lara. Sie ist sehr traurig in letzter Zeit. Oh, das tut mir leid zu hören. Was ist passiert? Lara hat gesagt, dass einige Kinder in der Klasse sie ärgern. Das ist nicht gut. Wissen Sie, wer die Kinder sind? Sie hat keinen Namen gesagt. Sie hat Angst, dass es schlimmer wird. Ich verstehe. Mobbing ist ein großes Problem. Haben Sie mit Lara schon viel darüber gesprochen? Ja, wir haben viel geredet. Sie möchte nicht mehr in die Schule gehen. Das tut mir wirklich leid. Gab es noch andere Probleme? Ja, Lara hat auch ihre Jacke und ihr Mathebuch verloren. Sie glaubt, jemand hat sie versteckt. Das klingt sehr ernst. Wann sind die Sachen verschwunden? Gestern nach der Pause. Sie hat die Jacke und das Buch nicht mehr gefunden. Hat Lara noch andere Sachen verloren? Nein, nur diese beiden Sachen. Aber sie ist jetzt sehr verunsichert. Ich verstehe das. Ich werde mit ihrer Lehrerin sprechen und auch mit den Kindern. Können Sie bitte auch im Fundbüro schauen? Vielleicht sind die Sachen dort. Ja, natürlich. Ich gehe gleich nach unserem Gespräch dorthin. Danke. Lara ist sehr traurig wegen der Jacke. Sie war ein Geschenk von ihrer Oma. Das ist wirklich schade. Ich werde alles tun, um die Jacke zu finden. Danke, Herr Schneider. Was können wir noch tun? Ich möchte mit Lara sprechen, wenn sie möchte. Vielleicht fühlt sie sich dann besser. Ja, das ist eine gute Idee, ich sage es ihr. Ist Lara heute in der Schule? Nein, sie ist heute zu Hause. Sie wollte nicht kommen. Das verstehe ich. Vielleicht kann sie morgen kommen und wir reden zusammen. Ich werde mit ihr sprechen. Sie braucht jetzt Unterstützung. Natürlich, wir nehmen das sehr ernst. Mobbing darf es hier nicht geben. Danke. Ich habe Angst, dass Lara noch mehr Sachen verliert. Wir passen jetzt besser auf. Ich werde auch die Pausenaufsicht informieren. Das ist gut. Kann ich Lara morgen zur Schule bringen? Ja, bitte machen Sie das. Dann können wir gleich zusammen sprechen. Gut, das werde ich tun. Wie lange dauert das Gespräch? Vielleicht 20 Minuten. Es ist wichtig, dass Lara alles erzählen kann. Das ist gut.
Soll ich etwas mitbringen? Nein, das ist nicht nötig. Kommen Sie einfach mit Lara. Danke. Vielleicht findet Lara ihre Sachen wieder. Ich hoffe es sehr. Ich frage auch die anderen Kinder, ob sie etwas wissen. Wird Lara Ärger bekommen, wenn sie etwas sagt? Nein, Lara bekommt keinen Ärger. Es ist wichtig, dass sie ehrlich ist. Danke, Herr Schneider. Ich habe Angst um meine Tochter. Das verstehe ich. Aber wir helfen Lara. Sie ist nicht allein. Das ist schön zu hören. Ich möchte, dass Lara wieder gern zur Schule kommt. Das wünsche ich mir auch. Wir werden zusammen eine Lösung finden. Was kann ich heute noch tun? Sprechen Sie mit Lara. Sagen Sie ihr, dass wir helfen möchten. Das mache ich. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Sehr gern. Melden Sie sich, wenn Sie noch Fragen haben. Das tue ich. Auf Wiedersehen, Herr Schneider. Auf Wiedersehen, Frau Becker. Bis morgen. Bis morgen. Guten Morgen, Frau Becker. Schön, dass Sie kommen konnten. Guten Morgen, Herr Schuster. Danke, dass Sie mich empfangen. Möchten Sie Wasser oder Kaffee? Ein Glas Wasser wäre nett, danke. Natürlich, hier bitte. Wie geht es Ihnen heute? Danke, mir geht es gut, aber ich bin etwas nervös. Das verstehe ich. Es ist nicht einfach, über solche Themen zu sprechen. Ja, das stimmt. Ich habe Ihren Brief über Paul gelesen. Ja, Paul hatte gestern einen Streit mit einem anderen Kind. Es tut mir sehr leid. Ich wusste nicht, dass Paul so etwas macht. Wir waren auch überrascht. Paul ist sonst freundlich. Ja, zu Hause ist er meistens ruhig. Was ist genau passiert? Paul hat Tim geschubst und ihn beleidigt. Oh nein, das tut mir sehr leid. Hat Tim sich verletzt? Nein, Tim geht es gut, aber er war sehr traurig. Das verstehe ich. Ich werde mit Paul darüber sprechen. Das ist gut. Wir möchten, dass die Kinder freundlich sind. Natürlich. Ich möchte, dass Paul sich entschuldigt. Das wäre wichtig. Tim war sehr verletzt. Glauben Sie, dass Paul Probleme in der Schule hat? Vielleicht. Letzte Woche war er auch oft alleine. Er spricht zu Hause wenig über die Schule. Vielleicht gefällt es ihm nicht. Wollen wir gemeinsam mit Paul sprechen? Ja, das finde ich gut. Soll ich ihn heute abholen? Ja, am besten um 13 Uhr im Sekretariat. Das mache ich. Was kann ich noch tun? Vielleicht fragen Sie Paul, wie er sich fühlt. Ja, ich werde mit ihm reden. Ich weiß, dass er manchmal traurig ist. Es ist wichtig, dass er sich sicher fühlt. Gibt es in der Klasse Probleme mit anderen Kindern? Es gibt manchmal kleine Streitigkeiten, aber nichts Ernstes. Vielleicht fühlt sich Paul ausgeschlossen. Wir achten darauf, dass alle Kinder Freunde finden. Danke, das ist gut. Ich weiß, dass Paul schüchtern ist. Vielleicht können wir ein Gespräch zwischen Paul und Tim machen. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht hilft das beiden. Ich denke auch. Wir wollen, dass beide sich wohlfühlen.
Ich werde Paul sagen, dass er ehrlich sein kann. Das ist wichtig. Wir hören beiden Kindern zu. Gibt es einen Schulsozialarbeiter? Ja, Frau Klein ist unsere Sozialarbeiterin. Kann sie mit Paul sprechen? Ja, ich kann das organisieren. Danke, das wäre sehr hilfreich. Gern. Sie können mir auch jederzeit schreiben. Das ist nett. Ich bin froh, dass wir sprechen konnten. Ich auch. Es ist gut, wenn Eltern und Schule zusammenarbeiten. Ich möchte, dass Paul lernt, respektvoll zu sein. Das ist ein guter Wunsch. Wir unterstützen Sie dabei. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Sehr gern, Frau Becker. Wir wollen das Beste für Paul. Ich hole Paul heute um 13 Uhr ab. Genau, dann sprechen wir zusammen mit Paul. Vielen Dank für das Gespräch und das Wasser. Kein Problem. Einen schönen Tag noch, Frau Becker. Ihnen auch, Herr Schuster. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Becker. Guten Morgen, Frau Schmidt. Schön, dass Sie Zeit haben für mich. Guten Morgen, Herr Becker. Natürlich, ich habe immer ein offenes Ohr. Wie kann ich helfen? Es geht um meine Tochter, Lena. Sie fühlt sich in der Klasse ausgeschlossen. Oh, das tut mir leid zu hören. Seit wann ist das so? Seit ein paar Wochen. Sie sagt, die anderen Kinder reden nicht mit ihr. Hat Lena erzählt, warum die Kinder so sind? Sie weiß es nicht genau. Sie sagt, sie ist oft allein in der Pause. Das klingt wirklich nicht schön. Haben Sie schon mit der Klassenlehrerin gesprochen? Ja, ich habe mit Frau Keller gesprochen. Sie meinte, sie beobachtet die Situation. Das ist gut. Wir nehmen das Thema sehr ernst. Hat Lena vielleicht Probleme mit einzelnen Kindern? Ja, besonders mit 2 Mädchen aus ihrer Klasse. Sie sagen oft gemeine Sachen zu ihr. Haben Sie Beispiele, was gesagt wurde? Sie nennen Lena manchmal langweilig oder komisch. Das macht Lena sehr traurig. Das verstehe ich gut. Mobbing ist ein großes Problem. Wie geht Lena zu Hause damit um? Sie ist oft traurig und will nicht mehr zur Schule gehen. Das tut mir sehr leid. Wir möchten Lena helfen. Was wünschen Sie sich von der Schule? Ich wünsche mir, dass Lena sich wieder wohlfühlt und Freunde findet. Natürlich. Wir können mit der Klasse über Zusammenhalt sprechen. Vielleicht ein Projekt zum Thema Freundschaft. Das klingt gut. Glauben Sie, das hilft wirklich? Oft hilft es, wenn Kinder über Gefühle sprechen. Wir können auch mit den betroffenen Mädchen sprechen. Ich habe Angst, dass es dann schlimmer wird für Lena. Wir gehen vorsichtig vor. Wir nennen keine Namen, sondern sprechen allgemein über Freundschaft. Das beruhigt mich ein wenig. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Wir haben eine Schulsozialarbeiterin. Sie kann mit Lena sprechen und sie unterstützen. Das ist vielleicht gut. Lena fühlt sich manchmal missverstanden. Unsere Sozialarbeiterin ist sehr einfühlsam. Ich kann ein Treffen organisieren. Vielen Dank. Und was ist, wenn die Kinder weiter gemein sind? Dann sprechen wir mit den Eltern der anderen Kinder.
Wir wollen, dass alle sich wohlfühlen. Ich hoffe, das hilft. Ich möchte nicht, dass Lena Angst hat. Wir tun unser Bestes. Sie können Lena auch motivieren, mit anderen Kindern zu spielen. Sie ist sehr schüchtern. Sie traut sich oft nicht. Vielleicht gibt es eine AG oder ein Hobby, wo Lena neue Freunde finden kann. Sie mag Kunst und Tiere. Gibt es eine AG in diese Richtung? Ja, wir haben einen Kunst- und einen Tier-AG. Ich kann Frau Keller Bescheid sagen. Das wäre schön. Vielleicht macht ihr das Spaß. Ich denke, das tut ihr gut. Darf ich Lena direkt ansprechen? Ja, das ist in Ordnung. Sie freut sich bestimmt, wenn jemand hilft. Ich werde heute noch mit ihr reden und wir beobachten die Situation weiter. Soll ich nächste Woche wieder kommen? Ja, sehr gern. Wir können dann besprechen, wie es Lena geht. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Hilfe. Das ist selbstverständlich. Wir wollen, dass Lena gern zur Schule kommt. Ich bin froh, dass Sie zuhören. Danke, Herr Becker. Sie machen alles richtig. Es ist wichtig, dass Sie das ansprechen. Ich hoffe, es wird besser. Lena ist wirklich ein nettes Mädchen. Das glaube ich. Wir schaffen das zusammen. Haben Sie noch Fragen? Nein, im Moment nicht. Ich danke Ihnen sehr. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen und Lena einen schönen Tag. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Becker. Guten Morgen, Frau Becker. Schön, dass Sie kommen konnten. Guten Morgen, Herr Schneider. Vielen Dank, dass Sie Zeit für mich haben. Natürlich, immer. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Mir geht es auch gut. Danke der Nachfrage. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Sie haben meinem Sohn Jonas sehr geholfen. Das freut mich zu hören. Was genau meinen Sie? Jonas hatte Probleme mit einigen Mitschülern. Er wurde oft geärgert. Ja, ich erinnere mich. Wir haben darüber gesprochen. Sie haben sehr schnell reagiert. Sie haben mit den Kindern gesprochen und geholfen. Es war mir wichtig. Mobbing ist ein ernstes Thema. Jonas fühlt sich jetzt viel wohler in der Schule. Das freut mich sehr. Wie geht es ihm jetzt? Er ist wieder fröhlich und geht gern zur Schule. Das ist schön. Ich möchte, dass sich alle Kinder sicher fühlen. Jonas hat auch neue Freunde gefunden. Das macht mich glücklich. Haben Sie noch Sorgen wegen Jonas? Nein, im Moment nicht. Aber ich wollte einfach Danke sagen. Das ist sehr nett von Ihnen. Das Team und ich geben unser Bestes. Das merkt man. Jonas spricht auch gut über seine Lehrer. Die Lehrer sind auch sehr engagiert. Wir arbeiten viel zusammen. Ich habe das Gefühl, sie hören gut zu. Das ist wichtig. Eltern und Schule müssen zusammenarbeiten. Ich habe auch mit anderen Eltern gesprochen. Sie sind auch zufrieden. Das freut mich. Wir wollen eine gute Atmosphäre schaffen. Gibt es etwas, das ich als Mutter noch tun kann? Sprechen Sie weiter mit Jonas.
Zeigen Sie ihm, dass Sie für ihn da sind. Das mache ich gern. Wir reden jetzt mehr zu Hause. Sehr gut. Offene Gespräche sind wichtig. Ich sage Jonas immer, er kann alles erzählen. Das ist richtig. Vertrauen ist wichtig. Was machen Sie, wenn es wieder Probleme gibt? Wir beobachten die Situation. Wir sprechen sofort mit allen Beteiligten. Das finde ich gut. So fühlt man sich sicher. Wir haben auch ein Anti-Mobbing-Programm in der Schule. Davon hat Jonas erzählt, es gefällt ihm. Wir machen Rollenspiele und sprechen über Gefühle. Das hilft den Kindern, glaube ich. Ja, die Kinder lernen, wie man freundlich ist. Ich finde das sehr wichtig. Haben Sie noch andere Fragen? Nein, das war alles. Ich wollte nur Danke sagen. Sehr gerne. Das Lob gebe ich auch an die Lehrer weiter. Das freut mich. Sie leisten alle gute Arbeit. Vielen Dank. Wir sind immer für Sie und Jonas da. Das ist schön zu hören. Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie mich jederzeit an. Das mache ich. Danke für das offene Gespräch. Es war mir ein Vergnügen. Schönen Tag noch, Frau Becker. Ihnen auch, Herr Schneider. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Morgen, Herr Weber. Guten Morgen, Anna. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir heute? Danke, mir geht es gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Was führt dich zu mir ins Büro? Ich möchte mit Ihnen über ein wichtiges Thema sprechen. Natürlich, worum geht es? Es geht um Mobbing an unserer Schule. Oh, das ist ein ernstes Thema. Hast du ein Beispiel? Ja, ich habe gesehen, dass einige Kinder oft ausgelacht werden. Das tut mir leid zu hören. Weißt du, warum das passiert? Ich glaube, manche Kinder wissen nicht, wie sehr Worte verletzen. Ja, das stimmt leider. Was schlägst du vor? Ich habe eine Idee für ein Anti-Mobbing-Projekt. Das klingt interessant. Kannst du mir mehr erzählen? Ja, ich denke, wir könnten Workshops machen. Was für Workshops meinst du? Zum Beispiel Spiele und Gespräche über Freundschaft und Respekt. Das finde ich gut. Wer könnte die Workshops leiten? Vielleicht Lehrer und auch ältere Schüler. Gute Idee. Hast du schon mit anderen darüber gesprochen? Ja, einige meiner Freunde finden die Idee auch wichtig. Das freut mich. Hast du schon einen Plan gemacht? Ein bisschen. Ich habe Ideen aufgeschrieben. Darf ich deine Notizen sehen? Ja, natürlich, hier sind sie. Danke. Das sieht gut aus. Warum ist dir das Thema wichtig? Ich wurde früher auch gemobbt und weiß, wie schlimm das ist. Das tut mir leid, Anna. Du bist sehr mutig. Danke. Ich möchte, dass niemand traurig nach Hause geht. Das ist ein schönes Ziel. Wie können wir anfangen? Vielleicht mit einer Umfrage in den Klassen. Eine Umfrage ist eine gute Idee. Was willst du fragen? Ob die Schüler sich wohl fühlen und ob sie Mobbing sehen. Sehr gut. Glaubst du, die Schüler sind ehrlich?
Ich hoffe es. Vielleicht können Sie die Umfrage anonym machen. Ja, das hilft sicher. Wer macht die Umfrage? Vielleicht die Klassensprecher. Das klingt sinnvoll. Was machen wir dann mit den Ergebnissen? Wir können sie gemeinsam besprechen. Und dann planen wir die Workshops. Genau. Vielleicht können wir auch Plakate machen. Plakate sind gut. Was soll darauf stehen? Worte wie sei freundlich oder jeder ist willkommen. Sehr schöne Ideen, Anna. Wer hilft beim Basteln? Ich kann meine Freunde fragen. Viele helfen gern. Sehr gut. Wie lange brauchst du für die Vorbereitung? Vielleicht 2 Wochen. Das ist machbar. Wollen wir einen Termin festlegen? Ja, das wäre gut. Wann passt es Ihnen? Wie wäre es mit dem ersten Freitag im nächsten Monat? Das passt. Ich schreibe es mir auf. Super. Ich freue mich auf das Projekt. Ich auch. Danke, dass Sie mir zuhören. Danke, dass du dich engagierst, Anna. Ich mache das gern. Es ist wichtig für die Schule. Da hast du recht. Wir schaffen das zusammen. Ja, zusammen sind wir stark. Wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. Danke, das mache ich. Gut. Hast du noch Fragen? Nein, im Moment nicht. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag, Anna. Danke Ihnen auch, Herr Weber. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Anna. Guten Morgen, Frau Becker. Schön, dass Sie Zeit für mich haben. Guten Morgen, Herr Schulze. Kein Problem, ich freue mich, dass Sie hier sind. Wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es gut. Aber ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Oh, das tut mir leid zu hören. Was ist passiert? Mein Sohn hat gesagt, dass er oft auf dem Schulhof geärgert wird. Ich glaube, es ist Mobbing. Das ist wirklich ernst. Hat er Ihnen erzählt, was die anderen Kinder genau machen? Ja, sie lachen ihn aus und manchmal schubsen sie ihn. Er hat Angst, in die Schule zu gehen. Das ist nicht in Ordnung. Wir möchten, dass alle Kinder sich sicher fühlen. Haben Sie mit anderen Eltern gesprochen? Ja, 2 andere Eltern haben ähnliche Erfahrungen erzählt. Wir sind alle besorgt. Ich verstehe das. Wir wollen natürlich helfen. Haben Sie Ideen, wie wir den Schulhof sicherer machen können? Vielleicht könnten mehr Lehrer in den Pausen draußen sein. Dann sehen sie mehr. Das ist eine gute Idee. Wir haben schon Pausenaufsicht, aber vielleicht brauchen wir mehr Unterstützung. Ja, vielleicht könnten auch Eltern helfen. Wir würden gerne mitmachen. Das finde ich sehr gut. Eltern als Aufsicht könnten helfen, die Situation zu verbessern. Wir könnten auch ein Treffen mit anderen Eltern organisieren. Dann können wir zusammen sprechen. Sehr gute Idee. Wollen Sie das Treffen planen oder kann die Schule das organisieren? Ich kann gerne helfen. Vielleicht nächste Woche am Nachmittag? Das klingt gut. Ich frage die anderen Lehrer und informiere die Eltern. Danke. Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie wir den Kindern helfen können?
Wir könnten mit den Kindern ein Projekt zum Thema Freundschaft machen. Oft hilft es, wenn sie miteinander sprechen. Das finde ich super. Mein Sohn mag solche Projekte. Wir können auch mit den Kindern über Mobbing sprechen und erklären, was man tun kann. Ja, das ist wichtig. Viele Kinder wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Richtig. Wir könnten auch eine Box aufstellen, in die Kinder anonym schreiben können, wenn es Probleme gibt. Sehr gute Idee. Dann fällt es den Kindern leichter, etwas zu sagen. Wir könnten auch die Schulregeln noch einmal mit allen besprechen. Ja, so wissen alle, was erlaubt ist und was nicht. Haben Sie noch andere Vorschläge? Vielleicht könnten wir den Schulhof schöner machen, mit mehr Sitzplätzen und Spielen. Das ist auch schön. Wir könnten die Schüler fragen, was sie sich wünschen. Ja, so fühlen sie sich beteiligt und respektiert. Ich werde mit dem Kollegium sprechen und Ihre Vorschläge weitergeben. Vielen Dank, Frau Becker. Es ist gut, dass Sie zuhören. Natürlich, Herr Schulze, die Sicherheit der Kinder ist uns sehr wichtig. Ich würde mich freuen, wenn wir bald eine Lösung finden. Das glaube ich auch. Gemeinsam schaffen wir das bestimmt. Möchten Sie, dass ich den anderen Eltern schon Bescheid sage? Ja, das wäre nett. Ich schreibe auch einen Brief an alle Eltern. Super, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Sehr gerne. Ich freue mich auf das Treffen. Ich auch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Kein Problem, Herr Schulze. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch, Frau Becker. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Schulze. Guten Morgen, Herr König. Ich bin Sabine Meyer, die Mutter von Laura. Guten Morgen, Frau Meier. Schön, Sie kennenzulernen. Wie geht es Ihnen heute? Danke, es geht mir gut. Ich bin aber ein bisschen besorgt wegen Laura. Oh, das tut mir leid. Was ist passiert? Laura hat mir erzählt, dass sie in der Schule von anderen Kindern geärgert wird. Das ist nicht schön zu hören. Wissen Sie, wer die anderen Kinder sind? Sie hat die Namen nicht genannt. Sie sagt nur, dass sie sich oft allein fühlt. Das macht mich traurig. Wir nehmen Mobbing in der Schule sehr ernst. Gibt es Hilfe für Eltern und Kinder, wenn so etwas passiert? Ja, wir haben Beratungsangebote. Wir arbeiten mit einer Schulsozialarbeiterin zusammen. Kann ich mit der Sozialarbeiterin sprechen? Ich möchte mehr wissen. Natürlich, ich kann Ihnen einen Termin geben. Möchten Sie lieber morgens oder nachmittags kommen? Nachmittags ist besser für mich. Ich arbeite vormittags. Kein Problem. Ich frage die Sozialarbeiterin und melde mich dann bei Ihnen. Vielen Dank. Wie kann ich Laura in der Zwischenzeit helfen? Sprechen Sie viel mit ihr. Zeigen Sie Verständnis. Sie kann auch immer zu uns Lehrern kommen. Laura hat Angst, dass es schlimmer wird, wenn sie etwas sagt. Das kann ich verstehen. Wir gehen vorsichtig vor und reden erst mit Ihnen und Laura. Gibt es auch Gespräche mit den anderen Kindern? Ja, aber erst, wenn Laura sich sicher fühlt und zustimmt.
Das finde ich gut. Gibt es Materialien für Eltern zum Thema Mobbing? Ja, wir haben Broschüren und ein kleines Heft. Ich kann Ihnen das gleich geben. Super, das ist sehr hilfreich. Wissen andere Eltern davon? Wir informieren alle Eltern regelmäßig über unser Beratungsangebot. Gibt es auch Elternabende zu solchen Themen? Ja, wir machen einmal im Jahr einen Elternabend über Mobbing und Konflikte. Ist Laura die Einzige, die Probleme hat? Leider gibt es immer wieder Fälle, aber wir helfen immer schnell. Gibt es eine Möglichkeit, dass Laura neue Freunde findet? Ja, wir haben AGs und Nachmittagsangebote. Da lernen die Kinder sich besser kennen. Welche AGs gibt es? Es gibt Kunst, Musik, Sport und eine Theatergruppe. Vielleicht interessiert sich Laura dafür? Sie malt sehr gern. Ich frage sie mal, ob sie in die Kunst AG möchte. Das wäre schön. Ich stelle auch gern den Kontakt zur Leiterin der AG her. Danke, das hilft bestimmt. Was kann ich noch tun, wenn Laura traurig nach Hause kommt? Hören Sie ihr zu und machen Sie ihr Mut. Sie können uns auch immer anrufen. Haben Sie eine E-Mail-Adresse für Eltern? Ja, ich schreibe Ihnen meine Adresse auf einen Zettel. Das ist nett, danke. Wie lange dauert es, bis sich etwas ändert? Das ist unterschiedlich. Manchmal merken die Kinder schnell, dass es Hilfe gibt. Ich hoffe, Laura fühlt sich bald wieder wohl. Wir tun unser Bestes. Sie und Laura sind nicht allein. Kommt Laura auch zu Ihnen, wenn sie Probleme hat? Ja, mein Büro steht den Kindern offen. Sie kann jederzeit zu mir kommen. Das beruhigt mich. Muss ich noch etwas ausfüllen? Nein, erstmal nicht. Wir besprechen alles Weitere beim Termin mit der Sozialarbeiterin. Gut. Wie lange dauert so ein Gespräch? Meistens eine halbe Stunde. Wir nehmen uns Zeit. Ich sage Laura, dass sie keine Angst haben muss. Das ist gut. Sie kann auch gern einen Freund oder eine Freundin mitbringen. Danke für das Angebot. Ich rede mit ihr und melde mich dann. Sehr gern. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Hilfe. Gern geschehen, Frau Meier. Wir bleiben in Kontakt. Auf Wiedersehen, Herr König. Auf Wiedersehen, Frau Meier. Einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Guten Morgen, Frau Schneider. Schön, dass Sie heute kommen konnten. Guten Morgen, Herr Becker. Danke, dass Sie Zeit für mich haben. Natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um meinen Sohn Tim. Ich mache mir Sorgen um ihn. Was ist passiert? Tim wird in der Schule oft geärgert. Andere Kinder schubsen ihn und machen gemeine Witze. Oh, das tut mir sehr leid. Seit wann passiert das? Es ist seit ein paar Monaten schlimmer geworden. Am Anfang war es nicht so schlimm. Hat Tim Ihnen gesagt, wer ihn ärgert? Er sagt, es sind 2 Jungs aus seiner Klasse, aber er hat Angst, die Namen zu sagen. Ich verstehe. Hat Tim mit einem Lehrer gesprochen? Nein, er hat Angst, dass es dann noch schlimmer wird.
Das ist sehr traurig. Haben Sie mit Tim über seine Gefühle gesprochen? Ja, er ist oft traurig und will morgens nicht mehr zur Schule gehen. Ich kenne Tim als einen freundlichen Jungen. Es tut mir wirklich leid für ihn. Danke. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Tim möchte die Schule wechseln. Haben Sie schon mit ihm über andere Lösungen gesprochen? Ja, aber er hat große Angst. Er fühlt sich nicht mehr sicher hier. Ich verstehe das. Aber manchmal hilft ein Gespräch mit den Kindern und Lehrern. Tim möchte das nicht. Er glaubt, es bringt nichts. Was wünschen Sie sich von uns? Ich möchte, dass Tim sich wieder wohlfühlen kann, aber ich weiß nicht, ob das hier möglich ist. Wir können versuchen, das Problem zu lösen. Vielleicht können wir eine Mediation machen. Was ist eine Mediation? Das ist ein Gespräch zwischen Tim, den anderen Kindern und einer Lehrerin. Sie sprechen über die Probleme. Ich weiß nicht, ob Tim das möchte. Er hat große Angst. Vielleicht kann eine Vertrauenslehrerin zuerst mit Tim allein sprechen. Das klingt gut. Wer ist die Vertrauenslehrerin? Frau Müller ist sehr nett. Sie hat viel Erfahrung mit solchen Situationen. Kann Tim heute mit ihr sprechen? Ja, ich kann Frau Müller gleich fragen. Danke, ich hoffe, es hilft. Ich auch. Wir möchten, dass Tim gern zur Schule kommt. Tim war immer gern hier, aber jetzt hat er jeden Tag Bauchschmerzen. Haben Sie bemerkt, wann es am schlimmsten ist? Besonders in der Pause. Da ist er oft allein. Vielleicht können wir einen Freund für Tim finden. Das wäre schön, aber Tim ist jetzt sehr schüchtern. Ich verstehe. Wir können ihn in einer kleinen Gruppe unterstützen. Meinen Sie, das hilft wirklich? Es hat schon vielen Kindern geholfen. Wir versuchen es vorsichtig. Gut, aber wenn es nicht besser wird, kann Tim dann die Schule wechseln? Das ist möglich, aber wir sollten vorher alles versuchen. Ich stimme zu. Ich möchte nur, dass Tim wieder lachen kann. Wir werden alles tun, um ihm zu helfen. Danke, Herr Becker. Sie hören wirklich zu. Das ist mir wichtig. Tim ist Teil unserer Schule. Ich sage Tim, dass er heute mit Frau Müller sprechen kann. Sehr gut. Ich informiere Frau Müller gleich. Wie lange dauert es, bis wir wissen, ob es besser wird? Wir sprechen in 2 Wochen noch einmal. Dann schauen wir, wie es Tim geht. Danke, das gibt mir Hoffnung. Sie können mich jederzeit anrufen, wenn etwas ist. Das mache ich. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Auf Wiedersehen, Herr Becker. Auf Wiedersehen, Frau Schneider. Und alles Gute für Tim. Danke Ihnen auch. Bis bald.